Es gibt wieder ein neues Video zu Ranch of Rivershine. Das ist das neueste Video von allen und ist jetzt 4 Wochen alt, circa. Und ja, es beschäftigt sich mit dem Tutorial, die Pferde zu reiten und mit der Character Creation. Und das gucken wir uns jetzt heute an. Is going to be an update about what I've been working on in the last month. Before we get to that, I just wanted to do a quick update. I've mentioned before that I've been working on a demo and I was planning on releasing it early this fall, but I have just overworked myself a little to kind of get to that deadline, and I am getting a little tired. I'm a little scared that I'm going to burn out, so I've just been slowing down a bit. I also wasn't 100% happy with where the game was at for the demo. I want the demo to include a lot of features that are going to be in the final game, and I don't want it to be too short, so it's definitely been a lot of work to get to that. But yeah, I am just slowing down my work a little bit and trying to work in a way that's more mindful and sustainable, so that I don't get too tired working on it. So there's still a demo, it's still happening, I'm still working on the game, but it's just going to come out a little bit later than I might have mentioned before. It's probably going to be late fall or early winter. But yeah, let's get into what I've been up to recently. Okay, es gibt hier direkt ein paar Informationen zur geplanten Demo am Anfang des Videos. Und zwar hat sie gesagt, sie wollte eigentlich schon Anfang Herbst eine spielbare Demo rausbringen. Allerdings war sie einfach noch nicht so ganz damit zufrieden, was in der Demo drin war, weil sie nicht möchte, dass sie zu kurz wird, dass man halt wirklich schon so ein bisschen so einen Eindruck vom Spiel bekommt, aber dass sie ein bisschen kürzer treten musste, weil sie so das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt damit weitermache, dann rutsche ich halt in einen Burnout rein, und das will keiner von uns. So sehr wir die Demo spielen wollen, es will keiner von uns, dass sie in einen Burnout rutscht. Denn A, das gönnt man niemandem, und B, dann könnten wir noch später spielen. Also 2 negative Punkte, also soll sie auf jeden Fall lieber ein bisschen kürzer treten, die Eloise. Und ja, sie sagt jetzt, dass es dann eher später Herbst oder früher Winter werden soll. Gut, wir haben jetzt auch schon Anfang November, von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So one of the big things that was still missing from the game, and that is going to be super important in the demo, is the first day. So the tutorial, the beginning of the game, how the player is introduced to the world. Okay, also das, was sie zum Beispiel für die Demo noch nicht fertig gehabt hat, war einfach quasi der erste Tag auf dem Hof. Also so ein bisschen so eine Einführung, so ein Tutorial in das Spiel rein, wo einem das so ein bisschen alles erklärt wird, was da auf einen wartet. And everything that comes with that. It's a super important part of the game, and so I decided to start working on it. It's probably going to be updated as people playtest the game, so I can improve it and make sure that the tutorial really explains everything that the player needs to know. Das ist eine gute Sache. Manchmal denkt man einfach als Entwickler, also man hat dann so ein bisschen anderen Blick auf die Dinge, weil man selber weiß, wie es funktioniert, und vergisst dann eventuell Sachen zu erklären. Und sie sagt, sie wird es dann vielleicht noch erweitern, wenn eben schon Leute so ein bisschen im Playtest reingeschnuppert haben und dann vielleicht an manchen Stellen so ein bisschen Probleme haben und sagen, hey, da bräuchte ich mal noch ein bisschen Hilfe. But I think the first day, which is basically the first day is the tutorial, is going to be really fun as it covers a lot of different features in the game. So there are 3 main steps in the tutorial. The first one is when you arrive in town, you arrive on foot, so you don't have a horse at the start, and then you'll meet the auctioneer, who kind of explains how the auction house works. Also sie sagt schon mal, dass der erste Tag auf jeden Fall richtig viel Spaß machen wird, weil wir da einen sehr, sehr umfangreichen Blick ins Spiel reinbekommen werden. Und wenn wir ankommen, dann haben wir erstmal kein Pferd. Wir müssen dann hier mit der Madeleine Beauchamp sprechen, die ja auch die Auktionatorin ist, um ein Pferd zu bekommen. Sieht aber ziemlich streng aus hier. And you get to pick your first horse at the auction house.
So this is a bit different from most horse games, or at least from what I've seen, as you don't have a kind of like horse creator where you can just make your horse exactly as you want it. Ich wollte gerade sagen, das ist ein kleiner Unterschied. Wir werden uns unser erstes Pferd aussuchen können im Auktionshaus. Es gibt ein paar wenige Spiele, wo es auch so ist. Equestria zum Beispiel, da ist es auch so, dass man ja so ein paar Pferde vorgegeben bekommt, aus denen man wählt. Aber wir können jetzt nicht, wie zum Beispiel bei Equestrian, am Anfang ein Pferd erstellen nach unseren But instead Wünschen. you can browse horses in the auction house and pick the horse. Das sieht so ein bisschen aus, hier, guck mal, wie ein Curly. Das sieht sehr, sehr flauschig aus. Also wir können dann hier halt schauen, wir haben hier 5.000 am Anfang scheinbar nur. Wir haben hier den Preis stehen, wir haben hier an der Seite stehen, wie heißt das Pferd, ist es denn gesund, was ist es denn und wie sind die Fähigkeiten. That you want. So you have to pay attention obviously to like how they look. So Und dann können wir uns entscheiden, welches, was wir bieten wollen. Oder wir können es über Pass, können wir es their weiterschicken. coat color, their markings, but also their skills and their potential. Wir sehen hier übrigens auch unterschiedliche Mähnenlängen. Guck mal hier, die Air Lady, die hat eine relativ kurze Mähne und einen relativ kurzen Schweif auch, sehr, sehr gerade, während Strong Leaf, der Hengst hier, einen sehr langen Schopf, eine lange Mähne und einen sehr langen Schweif hat. How they can look. So there's no coat patterns for the starter horses, and all of their skills are fairly low. Obviously after that, Ja, natürlich. Es gibt am Anfang noch keine super krass besonderen, seltenen Fellfarben und die Werte sind natürlich auch noch alle niedrig. Natürlich, es wäre ja auch total langweilig, wenn wir direkt den super hübschen Überchamp bekommen würden. Dann wäre ja komplett die Herausforderung des Züchtens hin, ne? you're going to be able to go back to the auction house and find more interesting horses, but this is just the first one. So you can look at however many horses that you like, and when you find the one that you want, you can just bid on it, and after that get started with your horse. And then the second Genau, wenn wir uns dann entschieden haben, können wir es eben mitnehmen und dann geht's weiter im Tutorial. step of the tutorial is obviously learning how to ride your horse. So to do that, there is a trainer that is waiting for you to give you a lesson. So you're going to be able to lead your horse from the auction house to the Wir kriegen Reitstunden bei River, die sehr, sehr sympathisch aussieht, finde ich. town's arena, and there you're going to meet a new NPC, and she's just going to give you basically a quick rundown of all the controls that you need to ride around on your horse, and you're even going to get to jump a few small cavalettes at the end of the lesson. Was ich hier gerade sehe, ist, dass es ja, obwohl es eigentlich ja vom Stil her eine englische Trense ist, meine ich zumindest gesehen zu haben, die Zügel sind offen, wie das eigentlich beim Westernreiten ist, und wir haben auch einen Western-Sattel. Also ich persönlich hoffe sehr, sehr stark, dass es auch genug andere Ausrüstung vom Stil geben wird, weil wir haben ja auch schon hohe Hindernisse gesehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was da für ein Sattel drauf war. Und ein Westersattel ist einfach nicht geeignet für hohe Hindernisse. But I tried to keep this really basic. I'd probably like to explain more things after that. For example, how to maximize your horse's potential when you're training them, or how to earn your horse's trust. But I just wanted to keep this first lesson short and sweet. There is a third NPC that you'll get to meet on your first day, which is the grocer who runs the general store in town. This NPC is fairly important as they sell every basic thing that you might need in the game. So I wanted to make sure that you get to meet them and find a general store in the tutorial. He'll also give you a few items and a few tools that are going to help you get started with your horse. So it's really important to stop by and go see him. Okay, also die erste Reitstunde ist relativ kurz gehalten, dass sie einen nicht langweilt. Und der dritte NPC, den wir am Anfang treffen, abgesehen von der Madeleine Beauchamp und der River, ist hier wie hieß er, Robinson mit Nachnamen, ist der Händler, der uns auch so ein kleines Starterpaket quasi gibt für unsere Farm. Finally, it's going to be time to go home and explore your new ranch. So when you arrive at the ranch, you'll be able to bring your horse in the stables, and that's where you'll find the
last step of the tutorial, as that's how you'll learn how to take care of your horse. So there's a lot of different interactions that you can. Genau, also wir kriegen dann, wenn wir wieder zurückkommen, kriegen wir dann auch unser Tutorial, wie wir uns um das Pferd kümmern. Do with your horse when they're in the stables or in the pasture. For example, you can feed them, you can give them treats, brush them, clean their stall, or change their equipment. So there's going to be a quick tutorial for each of these interactions, how to do them, and what they're used for in the game. And after that, once you're done taking care of your horse, you can just go home, go to bed, and get ready to start a new day. A new thing that I've also added for the player character is character creation. So zum Tutorial haben wir jetzt alles gehört. Wenn wir uns hinlegen, startet ein neuer Tag. Entweder habe ich es noch nicht mitbekommen oder sie hat es noch nicht gesagt. Ich vermute aber mal fast, dass es ist wie in vielen Farming-Spielen, dass dann automatisch der Tag gespeichert wird, wenn man sich hinlegt und ein neuer Tag beginnt, wie zum Beispiel bei Stardew. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich könnte es mir gut vorstellen. So, Charakter erstellen. Bin ich mal gespannt. Customize your character. There's still more customization options. So, Star Stable. Hier sehen wir mal, wie die Charaktermodelle hätten sein können. Nein, also jetzt nicht so, nicht exakt vom Stil, aber guck mal. Es ist eine One-Women-Show, dieses Spiel. Das wird nur von der Eloise entwickelt und sie bringt unterschiedliche Bodytypes rein. Ich bin sehr gespannt, ob wir die auch gleich sehen. Unterschiedliche Hauttöne, Augenfarben, Augenbrauen, Frisuren, Haarfarben, Shirt, Hose und Schuhe. Also, ne? Direkt von Anfang an. Just say. That I want to add, but for now we have a few things like skin color, eye color, eyebrow shape, hairstyle, hair color. You can also change your. Wobei Bodytype sah es für mich eher so aus, als ob es nur zwei unterschiedliche Typen gibt. Mann und Frau. Also ich glaube, Bodytype beschreibt hier tatsächlich eher das Geschlecht als den Körper. Close a bit. Aber sie passen von den Proportionen. There's not like a ton of options for these, but I'm going to keep adding more, especially now that the whole character customization system is done. It's a little easier to just add more to it. Also es ist am Anfang, wird es noch nicht so super viel Auswahl geben, aber sie wird auf jeden Fall neue Sachen noch reinbringen nachträglich. You'll be able to make your character at the start of the game, but you'll also have a wardrobe in your house, so you can go back whenever you want and completely change up your character or change your name. Wir können auch unseren Charakter und auch den Namen komplett hinterher nochmal am Kleiderschrank verändern in unserem gemütlichen Häuschen. No limit to that. As we now have a few villagers in the game, I felt like it was time to really create their own unique shops where you can go and purchase things that are related to the villager's profession. So we're gonna have 10 main NPCs in the game who have their own shops, but for now we have the auctioneer, the trainer, and the grocer. So, also im Moment sind 3 von 10 NPCs drin. So each of them is selling different things. For example, from the grocer, as I mentioned before, you can find really just general goods like hay for your horse, tools like a pitchfork or different types of brush. The trainer is going to sell you obstacle courses that you can use. Ach, guck. Wir können zum Beispiel jetzt bei dem Händler, ich weiß nicht, ist Grocer, ist das Gemischtwaren? Ich weiß es nicht. Da können wir auf jeden Fall Futter und Bürsten kaufen. Hier bei der River können wir auch unterschiedliche Hindernisse kaufen. Ich fände es immer noch cool, wenn es auch so richtige Springhindernisse gäbe mit einzelnen bunten, farbigen Stangen. Fände ich mega cool. Vielleicht frage ich das einfach mal an auf dem Discord. Use in your arenas. So she's going to be selling obstacle courses of different styles and different difficulties. So as your horses get better, you can train them on higher obstacles. And the auctioneer is going to be selling upgrades for the auction house. So at the start of the game, you only have access to wild horses, which are pretty
low skill levels and don't have a lot of different patterns. But as you progress in the game, you'll be able to unlock higher tiers in the auction house and get better horses there. And you do that by basically purchasing it from the auctioneer store. So, beim Auctioneer Store können wir das Auktionshaus auch aufwerten und dadurch bessere Pferde mit selteneren Fellfarben freischalten. As I was working on the trainer shop, I also decided to take the time to make more obstacle courses. So in the game, you can't currently make your own obstacle course, but you can purchase different styles and different difficulty levels from. Sie sagt übrigens hier gerade, wir können currently, also momentan, keine eigenen Parcours bauen. Das heißt aber gleichzeitig, dass sie es nicht ausschließt, dass das noch irgendwann in der Zukunft kommt, was natürlich auch eine coole Sache The ist. trainer. There's probably going to be about 24 different courses that you can unlock that each have their own style and their own difficulty. For now, we have cavaleries, barrel jumps, and flower fences, and you can see that they each have different layouts, and I tried to make it really fun to kind of like keep it new when you're training your horse, and I'll be adding more of these in the game later on too. Okay, also sie sagt doch, es wird später noch mehr davon im Spiel geben. Ich persönlich fände es halt auch cool, wenn es so Parcours gäbe, so gemischt. Zum Beispiel welche nur mit Stangen oder mal eine Hecke mit einer kleinen Mauer drunter oder dann hier mit so Fässern oder mit Blumen drunter. Nicht alles, also dass nicht alle Parcours alle Hindernisse in einem Parcours gleich aussehen, sondern dass es halt so unterschiedliche Sprünge in einem Parcours gäbe. Das fände ich auf jeden Fall auch noch eine sehr, sehr coole Thank you Sache. everyone for watching this video and for your support on my recent devlogs. I've really appreciated it and it's really encouraging me to work on the game when I know that people are really looking forward to playing it. As I said before, I am planning on releasing a demo. It just might take me a bit more time than I initially thought, but it is coming and I am so excited for you guys to try the game. So I hope y'all have a great day. Bye everyone. So, also sie sagt hier nochmal, es wird auf jeden Fall eine spielbare Demo geben, auch wenn es sie ein bisschen mehr Zeit kosten wird, als sie eigentlich gedacht oder geplant oder gehofft hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Leute, wenn diese Demo rauskommt, dann sage ich euch das auf jeden Fall und werde die auch direkt mit euch testen. Und wenn noch irgendwelche anderen Sachen hier rauskommen an Devlogs, dann werde ich das auch wieder für euch noch übersetzen. Das war jetzt erstmal der letzte zum Zeitpunkt meiner Aufnahmen. Mal gucken, wann wir weitere Informationen bekommen. Und vielleicht wollt ihr auch noch die FAQ übersetzt haben. Also, danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.